Hallo, ich grüße dich. Dieses Katana hat Eis in den Adern, Blut in den Augen, Hass im Herzen und Liebe im Sinn. Genau das wollen wir doch im Spiel. Oder? Um dieses Katana Li Wang geht es jetzt. Ich habe es ausgerüstet. Von Anfang an. Ich werde es auch behalten. Ich mag dieses Katana. Natürlich gibt es auch noch andere Schwerter, aber ja, jeder spielt das Spiel für sich. Ich mag das. Ich möchte jetzt mit dir mal zusammen Elementarschaden auflegen. Also das Katana zum Monsterschreck machen. Wie funktioniert das? Selbstverständlich weißt du auch, es ist ein Dschungel. Ne? Es ist ein Dschungel. Wer sich das schon mal ein bisschen angeguckt hat, durchgescrollt hat. Ja, ich schätze mal viele, wie ich auch, haben wieder weg irgendwas draufgelegt. Irgendwas, gut, wissen wir alles. Schnutz, Pip, darum geht es nicht. Wir wollen jetzt mal unser Li Wang wirklich zu einem Monster machen. Li Wang, das Katana, ist natürlich eine Nahkampfwaffe. Ist logisch. Und eine Nahkampfwaffe heißt, wir müssen nah an unseren Gegner heran. Das funktioniert nun mal nicht anders. Wir können natürlich auch mit Li Wang schmeißen einmal. Aber dann müssen wir es wiederholen. Blödsinn, oder? Siehst du auch so. Nimm dir jetzt ein bisschen Zeit. Wenn du ein bisschen Zeit hast, können wir die Sache mal durchgehen. Hast du keine Zeit? Ist dein Wissen über mein Wissen? Gut, danke, dass du bis hierher zugesehen hast. Vielleicht schaust du dir mal ein anderes Video an, aber es bedarf nun mal eine gewisse Zeit. Ich versuche es auch so konstruktiv wie möglich darzustellen, nach meinem Wissensstand. So, eine Nahkampfwaffe bedeutet, wir müssen an den Gegner ran. Wir haben natürlich Elementar, Elektrizität, Gift und Feuer als Elementarkräfte. Was ist nun gut für dieses Katana? Ich hatte am Anfang, als ich es benutzt hatte, Eis aufgelegt. Einfach so. Es hat sich näher herausgestellt, das ist gut, das Eis. Natürlich können wir auch Feuer auflegen. Nur die Sache ist, bei Feuer gibt es immer noch eine Zeitspanne, wo der Gegner oder die Gegner erstmal ein bisschen brennen könnten, dadurch noch ein bisschen Schaden aufnehmen und dann vielleicht erst sterben. Gift, ja gut. Bei Gift, unser Low, ne? Der kriegt immer so ein Kratzen dann im Hals, wenn er in diese Giftwolke selbst auch drin ist. Wie gesagt, eine Nahkampfwaffe, wir sind nah an unseren Elementarkraft. Verteiler. So. Also, was ist da logisch? Gift fällt raus. Das können wir auf eine Fernkampfwaffe legen, das ist gut. Elektrizität, Stromschläge. Ja, da komme ich später zu, im anderen Video. Da habe ich nämlich eine ganz andere Waffe für. Dieses Katana soll so schnell und gut wie möglich Schaden verursachen und uns selbst eine gewisse Zeitspanne geben, ja, etwas zurückzutreten und. Du weißt, was ich meine. So. Dieses Katana Li Wang hat einen eigenen Schaden von 37,2. Also die Klinge ist schon ein bisschen gut geschärft. So nenne ich das mal. Frequenz 2,14. Ja, das ist, wie du Wing Wang Wusch machst anscheinend. Und dieser DPS Schaden bedeutet ja Schaden in der Sekunde. Bei einer Nahkampfwaffe, sehe ich mal so, ist das eher zweitrangig, weil es geht ja danach, du schwingst dieses Katana so schnell, wie du die linke Maustaste tippst. Oder du spielst mit dem Controller und dann, was weiß ich, da war halt RL oder R-Taste, keine Ahnung, ich spiele nicht mit dem Controller. Das weißt du selbst. Nur so schnell, wie du tippst, so schnell ist auch dieses Katana. Also ist im Vordergrund erstmal das wichtig hier. Dieser Schaden. Was legen wir da nun auf? Ich habe mich echt für Eis entschieden. So, dann zeige ich dir erstmal mein Li Wang Katana
ungelevelt, nenne ich mal so. So, jetzt wollen wir uns mal einen Gegner suchen hier, ne? Das ist schon gut, ne? Eis ist für mich eine gute Elementarkraft für Nahkampfwaffe. Ich lege die auch auf eine Schrotwaffe auf meine Hauerwaffe. Die nehme ich auch mehr. Aber da sind wir jetzt nicht. So, fangen wir mal an. Der erste Edelstein. Gut. Elementar. Am besten ist natürlich, wenn man eine Elementarstärke hat. Noch zeigt er dir immer alle 4 an. Wenn du scrollst, ne, zeigt er dir immer alle 4 an. Fängst du einmal jetzt mit Eis an, zeigt er dir nachher auch nur noch Eis an. So clever ist das Spiel schon. Am besten ist jetzt aber natürlich, sage ich mal, ich klicke jetzt einfach mal den hier an. Ich bin Stufe 40. Du musst gucken, welche Stufe du bist. Also sagen wir mal, du bist Stufe 23, 25. Brauchst du kein 28er rauflegen. Das wirkt dann nämlich nicht. Du solltest schon bis zu deiner Maximalstufe einen Edelstein noch auflegen. Ich nehme jetzt einfach mal den, um zu zeigen, der hat 2. Am besten wäre natürlich... Warte mal, wir hatten noch eben hier einen. Bei Feuer, aber ich will ja Eis. Jetzt müssen wir einen suchen. Hier 3. Das wäre natürlich optimal, ne? Der schon 3 Schadensklassen in sich trägt. Chance auf Einfrieren. Ne? Also, du gibst ihm ein. Hat er schon eine Chance einzufrieren. Frosteffekt verstärkt dann natürlich den Frost. Und Schaden als Eis 12. Das ist eine gute Mischung. 3 Eigenschaften auf einmal. Ja, könnte ich nehmen, wenn ich Stufe 49 wäre. Ich bin aber erstmal Stufe 40. Ne? Das siehst du hier oben, denn wenn du hier oben bei Spiele, oh, 41 sogar, ne? Da siehst du dann deine Stufe. Dann gehst du auf ausgerüstet, ne? Hier ist dieses Katana oder du willst den oder den machen. So, fertig, Punkt. So, ich will ja den hier machen. So, weiter, da sind wir wieder. So. Stufe 43, ja, bin ich ja auch noch nicht. Jetzt könntest du natürlich den. Es wird ja so ein bisschen suggeriert, die Gelben sind besser als die Blauen, ne? Und diese Orangen oder, ja, sind besser als die Gelben. Ja, ja, kann man so sehen, höchstwahrscheinlich. Aber man muss ja sehen, was der macht hier. Schaden als Eis, 11. Das ist gut. In Eis umgewandelter Schaden 21. Das ist auch gut. Also die beiden passen schon mal zusammen. Weil der Schaden, den dieses Katana jetzt austeilt, wird zu 21% als Eisschaden rübergegeben. Da wir Eis-Elementar wollen, ist das jetzt schon mal gut, ne? Und Schaden als Eis hat er 11%. Um das jetzt zu bestätigen, da ich ja auch nicht der hellste oder der beste Fachmann hier bin, wenn ich den jetzt nehme, hätte er 38. Warte mal, wir gucken das mal. Wenn ich den jetzt nehme, seht ihr, er zeigt uns das sogar gleich an. Das ist super hier. Das kriege ich jetzt erst mit. Ist doch schön, wenn ich nebenbei auch noch lernen, wa? Pass auf. Hier hätten wir jetzt einen Schaden von 38 Eis. Wie gesagt.
20, 30, 31, 32. Warum hat er 38? Prozentual. Vielleicht nimmt er diesen Sekundenschaden noch anders mit rein jetzt, ne? Er rechnet das um für sich. Das können wir, glaube ich, gar nicht rechnen, weil dieses Sekunde ist eine Schätzung, bin ich immer der Meinung, dieser DPS-Schaden. Das ist ungefähr eine Schätzung. Wenn ich jetzt den hier reinnehme, hier 29, macht er 33, 95,5 DPS. Den hatten wir, macht er 38,3. Ja, wie schnell wir mit dem Katana umgehen. Aber dieser Schaden ist ja gut für uns, ne? Er macht schon mal 38% Eisschaden. Jetzt gucken wir aber mal weiter. Was du näher nimmst für dich, das entscheidest du. Wir gehen nicht bloß jetzt mal durch hier. Eis. Hier hätten wir einen, 42, ich bin zwar 41, aber man kann ja vorarbeiten. Wenn du jetzt so wie ich, sag ich mal, ich bin jetzt 41 und du bist 25, glaubst aber du schwappst schnell jetzt auf 26 um, ja, da kannst du schon mal den auflehnen. Ersparst du dir das wieder reingehen und wieder gucken. Aber gucke mal hier, ne? Natürlich. Weißt du, was hier wichtig ist bei diesen? Schaden als Eis ist klar. Frosteffektdauer auch klar, ne? Also er ist länger, also 16% von der Zeit, ja, von welcher auch immer, ist er eingefroren. Ne, dieser Effekt. Und der Frosteffekt, 32%. Das ergibt hier, das ist wichtig, hier, schau mal. Anfälligkeit für Einfriereffekt. Also er ist anfällig schon mal für Eis. Bei Feuer, glaube ich, Elektrizität sieht man das besser. Da steht dann Anfälligkeit für Feuerschaden zum Beispiel. Das ist für mich, naja, eine Aussage. Einfriereffekt, ja, bedeutet das gleichzeitig, dass er auch anfällig für Eis ist, weil da muss man ja drauf achten, wer ist nun, wenn jetzt, sag ich mal, eine nicht anfällig auf Eisschaden ist, ja, der kannst du mit Eisschaden zukloppen, das interessiert ihn nicht. Mein Gedanke ist aber, dieses Katana geht nun mal als Nahkampfwaffe gegen, ja, menschliche Gegner, sag ich mal. Und da schätze ich mal, da haben die wenigsten eine Eisresistenz, weil wir Menschen sind keine Monster, keine Magier, gehe ich einfach mal von aus. Und kleine Gegner, Monster, ja, da sollte das nicht zu uns Gewicht fallen, wenn die ein bisschen immun gegen Eis sind. Das bezweifle ich. Ab größere Gegner, da spielt es eine Rolle. Nicht bei diesen kleinen menschlichen. Deswegen gehe ich für mich persönlich davon aus, das wäre ein guter Edelstein. Hat aber 42. Wir wollen jetzt mal, ne, die Fische im Teich lassen. Wir gehen mal weiter hier. So, 40. Hat auch 3. Guck mal, hier haben wir auch schon 25%. Dieses DPS ist für mich nicht wichtig. Dieser Schaden ist wichtig. Diesen wandelt er auch um. Wenn wir jetzt in Eis, zum Beispiel hier, bietet sich an, in Eis umgewandelter Schaden, 20%. Ne? Also 20% von diesem Schaden wandelt er um in Eis. Und da hätten wir jetzt Anfälligkeit für Einfriereffekt, 31%. Das ist gut. Für einen Edelstein, ich finde es gut. Also du hast schon mal 31%, dass du deinen Gegner einfrierst. Dann kommt nochmal Chance auf Einfrieren zu, 17%. Also da hätten wir ja schon mal, sag ich mal, ne? Wenn es gut läuft. Das ist ein Richtwert. Das kann auch nur 5% rauskommen oder 10%. Das ist für mich so ein Richtwert. Das ist keine Aussage. Diese Chance, ne? Chance. Ja, 30, 40, 48% hätten wir. Gut. Wir haben aber hier schon mal einen Schaden. Den nehmen wir mal rauf. Oder? Legen wir den rauf? Legen wir rauf. So, dann haben wir schon mal einen. Was sagt uns das jetzt hier? 37,2 bleibt. Das ändern wir nicht ab mit Elementar. Da müssten wir dann auf direkt Schaden gehen. Wir wollen aber dieses Katana machen wir, was weiß ich, zum, ja, keine Stangeneis. Nenn es, wie du willst. Ich habe manchmal nicht so den Ausdruck dafür. Gehen wir weiter. Siehst du, jetzt zeigt er uns nur noch Eis an. Ist für uns einfacher, ne? Jetzt können wir spielen. Diese Grauen hatte ich immer ein bisschen,
ignoriert, weil ich immer dachte, ja, das ist die erste Stufe von Edelstein, da kommt die blaue, die ist besser, dann die gelbe, die orange, ne? Gut und schön. Aber manchmal findest du hier sogar auch gute Eigenschaften drin. Frostelement, gehen wir mal hier rauf auf 33. Schaden als Eis. Guck mal, ist wichtig. Schaden hebt er auch gleich an, 40,3. Schaden als Eis, 8,9. In Eis umgewandelter Schaden 21. Das heißt hier, das hat er ja drin, 55% wären wir schon. Wir gucken aber beim anderen Mal. Falls du das ein bisschen so, ja, nicht richtig so vorstellen kannst, verstehe ich. Ich verstehe mich manchmal selbst nicht genau. Aber es ist nur eine Richtung, damit wir mal verstehen, was wollen diese Edelsteine uns jetzt überhaupt erzählen, ne? Was für eine Magie tragen die in sich. So, hier haben wir Frosteffekt 36, ne? Wo gesagt, ich bin 41. Frosteffekt 33%. Also das ist ja schon mal gut, dieser Frosteffekt. In Eis umgewandelter Schaden wieder 20%. Seht ihr, wir sind hier bei 37,2 jetzt wieder, aber wir sind bei Eis schon bei 46%. Und Anfälligkeit für Einfriereffekt hätte er jetzt 65%. Das ist schon mal gut. Du für dich kannst jetzt weiter gucken, ob wir nochmal einen finden jetzt hier, ne, der jetzt Anfälligkeit für Einfriereffekt. Das ist gut, weil du gibst ihn ja einen Schlag und der friert ein. Das ist Sinn einer Nahkampfwaffe. Die Nahkampfwaffe muss so schnell wie möglich optimalen Schaden ausrichten. Ich habe keine Lust mit dieses Katana 30 Mal auf den Gegner rumzuprügeln und er kriegt einen am Latzen voll um. Das ist der Sinn nicht mehr gegeben. Und für eine Elementarkraft, die muss schnell arbeiten. Bin ich der Meinung, ne? Wir gucken. Um irgendwo abzugleichen, kannst du dir dieses hier merken. Frostbrand. Aspekt des Frostbrands, ja gut und schön. Aber Frostbrand, ne? Gucke mal, hier steht auch nochmal Frostbrand. Wollen wir den einfach mal gucken? Ja, Anfälligkeit für Eis nicht. Wir steigen aber hier beim Schaden. Schaden als Eis. In Eis umgewandelter Schaden. Was hatte der nun anders hier? Frosteffekt. Und der hat kein Frosteffekt. Der zählt nur als Eis. Deswegen sind wir hier bei Anfälligkeit für Einfriereffekt wieder runtergegangen. Was ist nun für dich wichtiger? Wichtig ist natürlich dieser Eisschaden, dass wir den so hoch wie möglich, am besten auf 100%, das kriegt man bei Fernkampfwaffen eigentlich manchmal hin. Bei Nahkampfwaffe schwierig. Und gerade bei Eis habe ich festgestellt, das ist ganz schwierig. Wir gehen jetzt aber nochmal auf diesen hier, auf diesen 21er. Seht ihr, da kommen wir hier bei Anfälligkeit wieder rauf. Hier sind wir bei 46. Was haben wir bei ihm hier? 45, okay. 1% macht nicht viel aus, ne? Aber 31 hat er hier nur. Schaden hat er 39. Wenn wir jetzt den 21er nehmen, hat er 39,8, 46 und hat wieder Einfriereffekt. Hier hat er Schaden als Eis. Okay, das summiert sich hier nachher alles. Also das muss man sehen, ne? Hier müssen wir hoch, Minimum auf 60%. Das ist immer das Beste, 70%. Schaden als Eis, in Eis umgewandelt, Frosteffekt 15, ne? Siehst du ja hier. Wenn wir die 15 jetzt hier wieder wegnehmen würden, ja, kommen wir auf 46. Stimmt. Ich weiß manchmal selbst auch nicht, was ich jetzt nehmen sollte. Wir können ja nochmal höher gehen, wa? Frostbrand. Wir gucken einfach mal, ob wir noch einen finden. 38er. Hier. 50%. Frosteffekt. Empfinde ich als wichtig. Das soll ein Eiskatana werden. Was macht Eis? Es friert ein. Du kriegst Frostbrand als Gegner und du wirst zerschmettert. Nämlich, wenn du das Spiel mal weiterdenkst, in den Errungenschaften, wenn du da schon mal reingeguckt hast, das gibt, glaube ich, 64 jetzt, ne? Und da steht auch, dass du eine gewisse Anzahl an Gegnern, an eingefrorenen Gegnern zerkleinern sollst, in Eisstücke zerknallen sollst. Und das kriegst du ja nur hin, wenn die auch eingefroren sind, ne? Also,
Und hier haben wir Einfriereffekt, 62% schon. Frostschaden 50%, das geht auch DPS. Wie gesagt, bla bla. 37,2, den nehmen wir einfach mal, wa? Nimmst du den mit mir mit? Nehmen wir mit. Gut. Was haben wir jetzt? Anfällig für Einfriereffekt. Wenn wir hier noch, ja, am besten 38% draufkriegen, ne? Da würden wir alle einfrieren. Da kommt die gar nicht drum rum. Das ist der Sinn einer Elementarkraft. Du musst sie nutzen, soweit es geht. Und eine Nahkampfwaffe muss schnell, konsequent arbeiten. So, gucken wir weiter. Ich bin 41, welche Stufe du bist, weiß ich nicht, aber umso kleiner die Stufen, du hast gesehen, es bedarf manchmal nicht hier einen großen Edelstein. Auch die kleinen haben es in sich, ne? Ich trinke mal einen Schluck Kaffee. Sonst wird er nämlich kalt, ne? So, Frostseele. Was macht die Frostseele? Wollen wir mal gucken? Guck mal, wenn wir diesen jetzt nehmen, ne? Also da sind wir jetzt automatisch raufgekommen, ne? Schaden 8,8, in Eis umgewandelt 23,3. Wir hätten Anfälligkeit 62 und hier wären wir schon auf Eisschaden 83, ne? Also Durchschnittssekunde, ne? Also DPS ist ja der sekundenberechnete Dauerschaden, solange die Waffe. Aber dieses DPS ist wichtiger bei Fernkampfwaffen, ne? Bei meiner Betty zum Beispiel, da werde ich auch nochmal ein Video machen, wenn du Lust hast, kannst du in den Kommentar schreiben, denn ja, zeig mal von Fernkampfwaffe oder so, mache ich dann auch, kein Problem, weil ich muss meine Waffen ja auch aufrüsten. Wären wir jetzt bei 83%, ja, kann man darauf was geben. Dies Schaden 40,3, darauf können wir was geben. Das ist der eigentliche Nahkampfschaden, ja, der Waffe. Wir stehen nun mal vor dem Gegner. Wir sind nicht da 50 Meter weg, wie bei der Fernkampfwaffe. Anfälligkeit bei 62 bleibt, aber wir wollen ja ein bisschen mehr Anfälligkeit haben noch, ne? So. Gucken wir einfach mal den hier. 62 bleibt, 83. Wie ich ja sagte, hier hatten wir jetzt 60, ein bisschen über 60. Wäre gut, wenn wir auf, ja, 80 kommen. Aber wir sind hier jetzt nicht weiter. Kühlkomponente, hört sich gut an, ne? Das ist Tiefkühltruhe. Einfriereffektdauer plus 18. Wenn er jetzt durch das Einfrieren nicht sterben sollte, weil mit der Nahkampfwaffe, wir müssen ganz anders kämpfen wie mit der Fernkampfwaffe. Du kannst von Gegner zu Gegner ja mal schwappen oder mal ausweichen, weil du dich heilen musst und so, taut er ja wieder auf, höchstwahrscheinlich. Und diese Einfriereffektdauer sagt aus, 18% dieser Zeit, die er eingefroren ist, nach Adam Riese keine Ahnung wie lange, ja, 18%. Danach ist er wieder aufgetaut. Chance auf Einfrieren 17%. Das haben wir auch noch nicht in Betracht gezogen, ne? Also das wollen wir mal auch aufnehmen. Wir haben 17%ige Chance, dass er eingefroren wird. Wenn wir jetzt mal so gucken, Chance auf Einfrieren, ja, zeigt er mir jetzt an, weil wir das Ding da angeklickt haben, ne? Wir gehen mal auf den, oder der hat schon das Einfrieren drin. Ja, gut. Siehst du, ich bin auch nicht der Allwissende hier, ne? Ich sehe das so, wie ich das immer für mich aufnehme, ne? Schaden als Eis, ja, könnte man den nehmen, hätten wir 83, 2. Aber du weißt, wo ich hin will. Ich möchte hier noch ein bisschen hoch haben. Anfälligkeit für Einfrieren. Weil dann sind die 17% näher schon wieder gut, weil er schnell viel höhere Anfälligkeit hat auf Einfrieren. Das ist er, ne? Das ist er doch. Ist er das? Na, Frosteffekt. Schau doch mal an hier. 32%. Schaden als Eis, 10%. Hier hatten wir Anfang, 37 noch was. Du weißt das, brauchst zurückspulen. 97,7 Damage, 61, den nehmen wir. Ich glaube, das ist schon gut. 94% Anfälligkeit hat er jetzt. Gut. Jetzt können wir hier nochmal gucken. Das ist jetzt das Gesamtbild, siehst du. Und hier ist er schon eingefroren, die Klinge. Das sagt aus, die verteilt gut Eisschaden. Schaden 41. Grundschaden war, keine Ahnung, müssen wir jetzt zurückspulen. 2,14, gut. DPS, ja, je nachdem, ne? 61%. Einfrier.
ja, Chance von der Gesamtschadenszeit. Ich nenne es einfach so. Anfälligkeit für Einfriereffekt 94%. Eigentlich friert er ein, oder? Chance auf Einfrieren 17%. Also er ist erstmal anfällig, 94%. Und eine Chance hast du dann, dass er 17%ige Chance hast du, dass er auch einfriert. Wollen wir das einfach mal testen? Wir testen das, ne? Wir gehen hier einfach mal rein. So, hier haben wir jetzt unser Katana aufgelegt. Und perfekt, gleich ein gutes Beispiel. Siehst du, wie das Eis arbeitet? Hast du das gesehen? Und Eis ist natürlich perfekt gegen Feuergegner, ne? Also, das hat schon mal funktioniert. Falls du das nicht jetzt für dich einordnen kannst. Also, alles, dieses Blaue alles, das ist dieser Eisschaden. Und natürlich ist ein Feuergegner, man weiß immer nicht, was er nun wegsteckt. Aber um das gut zu sehen, nehmen wir jetzt mal den hier oben. Das ist jetzt immun gegen Kräfte, so. Aber siehst du das? Er ist immun gegen Kräfte hier. Der Dicke da, der da oben. Ja, immun gegen Kräfte. Das heißt, eigentlich... Und alles, was du hier splittern hörst, das ist ja der Eisschaden. Ja. Also wie du siehst, das ist schon wirklich gut, dieses Katana, möchte ich sagen. Das ist wirklich schon gut. Das werde ich auch so lassen, glaub mir. Hier, jetzt bei Menschen. Na komm. Siehst du das? Siehst du das? Ja, eine Elite. Und siehst du, er ist immer noch beim Einfrieren, ne? Siehst du? Und das war's, ne? Jetzt. Ja, die sind kein Problem. Okay, die kämpfen, ne? Manchmal brauchst du echt, ne? Und manche hören nicht auf. Komm. Ja, manche sind nicht schlecht. Und jetzt. Siehst du das? Ruckzuck. Das war jetzt der S-Schlag, ne? Also S-Schlag heißt dieser starke Schlag. S-Taste, aufladen, rechte Maustaste und... Okay, man sollte ein bisschen dichter stehen. Jetzt mache ich nochmal. Aber siehst du, sie ist schon ein bisschen eingefroren, ne? Also wenn du jetzt, sag ich mal, einen Edelstein dann noch einen besseren findest, man kann immer weiter gucken, wo jetzt, sag ich mal, dieses... refreshing. Ja, du hast den Spaß, ich weiß. Wo jetzt die Einfrierchance höher ist. Aber du hast eine Richtlinie, sag ich mal, wo man... Du hast eine Richtlinie, wo du sagen kannst, Anfälligkeit für Einfriereffekt ist gut. Das sollte hoch sein, bin ich der Meinung. Und Chance auf Einfrieren 17%. Ja, da können wir ein bisschen rauflegen, ne? Weil du ja gesehen hast, die frieren an. Also das ist wie ein Stangeneis, was nur halb gefroren ist, sag ich mal. Wir müssen den höher kriegen. Und das heißt natürlich dann, wenn man jetzt noch einen anderen Edelstein, hier,
Schaden als Eis, Frosteffekt, der ist gut, ist klar, ne? Eis umgewandelte Schaden, Frosteffekt, der ist auch gut. In Eis umgewandelte Schaden, Frosteffekt, Chance auf Einfrieren. Das ist ein Fitziger. Wenn wir hier noch einen besseren kriegen würden, ja, vielleicht hier den weg, aber hier dann 20-30%. Das musst du für dich sehen. Es ist eine Richtlinie, damit du siehst, worauf. Bei Nahkampfwaffen ist meine Meinung, und da kannst du dich auch im Internet informieren ein bisschen und. Die KI gibt immer gute Antworten, in der Regel. Eine Nahkampfwaffe sehe ich aber auch so, und du siehst es auch so, mit der Nahkampfwaffe bin ich am Gegner ja nun mal dran. Und umso besser ich ihm erstmal aus seiner eigenen Kampfmechanik rausnehme, umso mehr Vorteile verschaffe ich mir ja dadurch. Und da finde ich, ist das Einfrieren mit die beste. Strom, Elektrizität, ja gut und schön. Man muss ja auch gucken, was bekommt man für Edelsteine, ne? Das ist ja die eigentliche Sache. Was bekomme ich als Elementar-Edelsteine? Was kriege ich da? Irgendwie. Und wenn du gerade mal noch im kleineren Level bist, ja, da musst du halt suchen, ne? Und ja, im nächsten Video schreib mir einen Kommentar, wenn du Lust hast, aber ja, viele haben auch keine Lust zu schreiben. Ich schreibe auch nicht oft, sag ich mal, bin ja genauso wie ihr. Aber wenn, ich mache auch normal, höchstwahrscheinlich wegen Amulett, aber Amulette seid ihr gleich, finde zu wenig. Ich habe auch nicht. Hier, sowas ist gut hier gegen Elite-Gegner nachher, ne? Also das sind ja wirklich, das wäre dann reiner Waffenschaden. Wäre bei Fernkampf gut. Bei Nahkampf bin ich immer noch der Meinung, da ist elementar wichtig, damit wir den Gegner gleich erstmal ein bisschen ausschalten, ne? Gut, dann sehen wir uns vielleicht im nächsten Video wieder, ne? Bis dann. Tschüss.